auf geht's. In die endlosen Tiefen des Ozeans, ne? Wieso fährt er nicht? ACR Halt, Passagiere 5. Na, was ist denn los? Ich habe doch gezogen am Hebel. Ach so. Nö. Das war's auch nicht. Catherine spricht zu mir. Was soll ich... Ach so. Okay, Passagiere. Wie viel sind wir denn? Einer. ACR runter. Hoch könnten wir auch. Na, wir sind ja schon oben. Passagiere einer. So, aber jetzt haben wir es. Ich sage ja wie im Prater. Sonnenlichtbereich 0 bis 200 Meter. Is that even possible? Is there some kind of afterlife? Do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? And what about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? It's dumb luck, right? I woke up in the right body. They basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I can still feel how I had to, tuck my arms so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... War zu erwarten, dass es nicht reibungslos vonstatten geht. Catherine? Kath? Hello, Catherine. What happened?
Was ich gesehen habe, waren wir da am Monitor knappe 3000 Meter. Also noch viel zu früh. Schau mal die Fischchen und die Quallen. Schaut das cool aus. Gut, nichtsdestotrotz, wir müssen irgendwie was... Ah, okay. Ich schau da mal drauf. Ey, das schaut schon geil aus. Das ist eine Alarmstufe Rotqualle. Na gut, schauen wir mal rauf, warum die Hütte da stehen geblieben ist. Raus aus dem Käfig bei dieser Tiefe. Wow. Ist wahrscheinlich ein Single-Seil. Oh, gute Nacht. Was haben wir denn da? Was gibt's denn? Me, I know it's not much, but why have we stopped moving? The power blacked out for a moment. Think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Zum Glück war es nur eine Sicherung. Das beruhigt mich jetzt ein wenig. Mehr hätten wir wahrscheinlich da nicht tun können. Was haben wir da? Da blinkt was. Passenger. Achso, wahrscheinlich, weil ich nicht sitze. So, wo sind wir? 237. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes, but generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. So, langsam nimmt die Tiefe zu. Ich kann es da nur schwer. Aha, 3200. Ach Gott. Was denn? Was ist das? Was? You did it! You did it! I will make preparations. Was? Was war das? Wer war das? Wer ist das? Oh, good, you're back. What happened? Something dropped onto the cage. Knocks you right out. It spoke to me. Looked like a man, one of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. It was very strange. I thought it was gonna kill you for sure. I'm glad it didn't. Yeah, me too. 3950. Wir nähern uns Looks like we're an. closing in on the ocean floor. Good, not sure the climber can take it much longer. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach town. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Right, the other you has been here. Aha, wir sind da. We're following your old footsteps, Kat. When I had footsteps, You could still be down here somewhere, technically. don't remind me, freaks me out. Alright, let's head for tower and find that ark. Ja, gehen wir nach da, holen wir die Ache und feuern wir uns mit der Rakete ins Weltall. Klingt doch einfach. So, wir nehmen die Catherine wieder mit. Wir müssen da mit dem Tool schwenken. Na. Aha, geht die nach außen auf. Wow. Wow. Offline.
Den Druck möchte ich gar nicht wissen, was da unten herrscht. Fehler. Nummer-Link zum Rufen der Aufzugplattform erforderlich. Okay. Was ist das da? Na, schauen wir mal. ACR-Log. 3.8., 13.9., 12. Jetzt schaue ich vorher nämlich, dass wir schön in der Reihenfolge bleiben. Na toll, gibt sogar Gewitter da herum. So, angemeldet Julia Dahl, Richard Holland, Mustersammlung Vorsorgeuntersuchungen. Das war am 3.8. um 11.23 Uhr. Julia Dahl, Richard Holland, Überprüfung. Alan Waldeck, Julia Dahl, Tau Evakuierung. Gescheitert. Alan Waldeck, Julia Dahl, gescheitert. Ankunft. Catherine Chan. Ian Pedersen, Sarah Lindwall, Nicola Ifschen, Jasper Hill. Transporter Ache nach Vieh. Hey, die sind angekommen. Alan Waldeck, Remote-Zugang, angemeldet. Am 26.12.21.03 ist die Catherine mit dem Team hier angekommen, Transporter Ache nach Vieh. Das stimmt mich schon mal zuversichtlich, dass die Ache zumindest hier ist und wir nicht umsonst den Weg gemacht haben. So, jetzt geht's da rein und es geht darum, ich möchte nicht unbedingt spazieren gehen in der Tiefe, ich schaue mal da rein. Was haben wir da? Nichts, da sieht man nichts mehr. Was haben wir auf dem? Ah, da können wir noch einen Datenpuffer abfragen. Das machen wir jetzt auch. Tau? Come in, Tau. Please answer, Tau. Nothing. It's dead. Let's move out. We'll try the next one. Okay, da wollte jemand mit Tau Verbindung aufnehmen, war nicht erfolgreich, ist gescheitert. Das ist wieder etwas, was ich jetzt nicht unbedingt wissen möchte. So, und wir müssen uns jetzt auf den Weg machen. Ach, wie hasse ich das Spazierengehen in so einer Tiefe. Oh Gott, ich hoffe, dass da nicht irgendwelche Viecher herunten sind. Das kann ich auch, wenn ich da ziehe, dann drehe ich ja den Saft ab. Das ist vielleicht nicht ideal. Ist da irgendwas zu gebrauchen? Ja, da Akkuschrauber. Nicht wirklich. Nichts, was zu gebrauchen wäre. Master Switch, 6600 Volt und das unter Wasser. Was ist denn das da? Ah. Und Gott sprach, es wäre Licht. Was ist das da oben? Was fliegt da? Ist das ein Roboter, ein kleiner, oder ist das eine Qualle? Das dürfte irgendein Lebewesen sein. So, schauen wir da rein. Was haben wir da? Da ist nichts. Da ist ein Buch. Da ist auch dieses ganze Waugewebe. Da ist sonst nichts. Was ist da? Warning, Faultline Activity. Strong Torrents expected. Das sind diese Beben, diese unterirdischen. Vieh, Tau. Okay. Das breitet sich aus. Ganz links drüben sehen wir Omikron. Das ist das On von Omikron. Vieh und Tau. Und wir mitten in die Beben. Naja, das ist jetzt... Naja. Haben wir wirklich erwartet, dass wir einen Spaziergang vor uns haben? Ich habe es ja irgendwie erwartet, aber glauben tue ich nicht dran. Wo ist denn das Vieh? Da oben. Okay. Da liegen Köpfe. Jesus, did you see that? Stick to the lamplights. They won't go near them. I can't, Valglasser. It's important
and I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the WoW is out of control. She needs to get to Sarang. He'll know what to do. Ross, you can tell them yourself. We just need to pick up the pace, okay? Glass! We lost the path! We need to go back! I know where to go. Come on. It's over there! The light is over there! Final push, Ross. Almost there. We just... Ach Gott. Das heißt ja, wir müssen im Licht bleiben. Wenn wir nicht im Licht bleiben, dann ist da irgendwo wieder so ein Vieh unterwegs oder was auch immer, was uns an den Kragen will. Das hat den da zerlegt. Oh Gott. Das ist eine Schleuse, aber die ist bei Gott nicht... Nö, die ist dicht. Da vorne, was haben wir da? 700 Meter Tau-Zeichen ist das. Danger, stay close to the lights. Blue leads to Tau, red leads to the climber. Also wir müssen zu Blue. Blue leads to Tau, red leads to the climber. Gut. Oh Gott. Was für eine Scheiße. Wenn die Lichter jetzt ausfallen, ist der letzte Simon auch noch von der Bildfläche verschwunden. Definitiv. Ich weiß nicht, ob laufender gut ist oder nicht. Da flackert schon wieder was. Was? Was? Scheiße. Oh Gott. Was war das? Das klingt nicht nach kleinem Fischchen. Im Gegenteil. Das wird wahrscheinlich wieder a running. Oh Gott. Das sind irgendwelche Strömungen. Danger, stay close to the lights. Okay, 525 Meter. Ups, nicht gut. Scheiße, jetzt ist der Griff auch abgebrochen. Ach Gott. Erst, ja, scheiß Tür, geh zu da. Oh Gott, wo ist das Licht? Der Griff ist abgebrochen. Normalerweise nach unten dreht man auf. Oh Gott. Ah ja, das erinnert mich ja wieder. Haben die nicht gesagt, die haben irgendwie so halb Maschine, halb Haifisch? Und na, schauen wir mal, was haben wir da? Inventar. Anema, leuchtender künstlicher Köder, 120 Stück. Reflektierender künstlicher Köder, 80 Stück. Getrockneter Tintenfisch, 0 Kilo. Fischflocken, 0. Getrocknete Kleinfische, 0. Juipo, 0. Pilzextrakt, 0. Planktonvorrat, 0. Pulverisierter Maniok, 0. Pulverisierte Eier, 0. Aquarium für lebend, Köder groß, leer. Für klein und für klein, leer, leer. Missionslog. Beobachtung 134. Köder, getrockneter Tintenfisch 1 Kilo, 60 Stück. Anema LKK, Kamera Squad HDR, geringe Lumina. Kragenhai 150 cm. Beschreibung.
seltener Hai nähert sich dem erleuchtenden Köder. Er umkreist ihn um den getrockneten Tintenfisch zu essen. Unwahrscheinlich, dass er oft in der Tiefe unterwegs ist, eine Anomalie. 150 cm ist 1,50 Meter Kragenhai. Gut, das ist ja noch normal. Kann nicht das gewesen sein, was wir gehört haben. 14.07. Beobachtung Nummer 172, Aufbau Köder, blauer Merlin, 42 Kilo, 40 Stück Anima RKK, Watt HDR-Kameras und Lumina. Riesentintenfisch, 1200 cm. Oh Scheiße. Beschreibung. Mantel von der Größe eines Mannes, 170 bis 200 cm. Geschätzte Länge des Tieres 10 bis 12 Meter. Riss den Marlin mit einem wilden Angriff auseinander. Sobald wir die Lichter anschalteten, floh er schnell aus dem Gebiet. Ganz eindeutig noch ein Exemplar, das von dem austretenden Strukturgel angelockt wurde. Der Mantel ist teilweise mit Schuppen bedeckt und wird von einer neu gebildeten Knochenstruktur durchdrungen. Naja, 12 Meter. Das macht mir schon etwas mehr Angst. 1.9. Beobachtung 188. 15 Stück Anima, RKK, Seiweiß, Vectort, ISO. Unbekannt, 40 cm. Die vom Gel entstellten Kreaturen sind wahnsinnig. Sie greifen alles und jeden an. Immer noch schwierig festzustellen, wie die WoW ihr Verhalten beeinflusst hat, abgesehen von der offensichtlichen Aggression und Lichtempfindlichkeit. Die Kreaturen scheinen etwas Bestimmtes zu jagen, etwas, das in diesem Ökosystem nicht gibt. Jetzt drücke ich wieder die falsche Taste. Statistik möchte man noch anschauen. Eintrag 1. Buckelwal. Population 2101. Fuck. Der rasselt nach unten und dann wieder nach oben. Na klar, der war hier 2103 vom Aussterben bedroht. Dann dürfte die WoW mit dem Gel irgendwas gemacht haben und jetzt wandern die nach oben wieder, aber wahrscheinlich sicher nicht mehr in dieser Form, wie wir sie kennen. Kalmar, Tintenfisch. Ja, der ist auch da abgestürzt und plötzlich geht er wieder nach oben. Anglerfisch. Ja, den will ich nicht. Error. Oh Scheiße. Den will ich nicht. Das ist der mit der Lampe vorne, aber diese Viecher sind sehr mies drauf. Ja. Gut, mehr gibt es ja da nicht. So, was haben wir da? Das ist. Aha, da haben wir eine erste Hilfe, da haben wir einen Wow-Ausgang. So, und jetzt sag mir bloß bitte, ich muss da ohne Licht weiter. Scheiße. Jetzt müsst ihr halt nur wissen, wo es da weitergeht. Wo ist rot und wo ist blau? Stay close. Blau meint er, geht's da weiter. Ja, aber da ist kein Licht, Freunde. Das gefällt mir nicht sehr. Oh Gott. Ich mache jetzt mal einen Abgang da. Etwas flotter aus dem Dunkeln. So. Oh Gott. Ach du Scheiße, wo geht's denn da jetzt weiter? Das ist ja grün. Da ist es nicht. Oh Scheiße. Oh Gott. Ja, jetzt lauf doch. Gibt's ja nicht. Bleibt mittendrin stehen und hängen. Oh, 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 oh. Scheiße. Das sind so Fischschwärme, die da teilweise
von der Wow. Okay. Muss da weiter. Da ist das blaue Licht. Da ist wieder ein blaues Licht. Bin ich nur so froh, dass der Strom da noch hält. Die Geräusche und alles. Es ist schon edel gemacht, aber es ist auch nervenaufreibend. So. Ich bin da, bitte. In Sicherheit soweit. Da kommen zwar Haifische rein, aber keine großen Viecher. Das stärkt ein bisschen Vertrauen, zu wenig Strom. Da hätten wir wieder Wow. Jetzt schauen wir mit dem Puffer, was hat der zu sagen? Tau, can you hear this? Anyone there? This is Tau. Who is this? This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me and we're about half a kilometer from Tau. What? How did... You came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. The instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. Alright, you heard the man. We're moving out, people. Tau, keep the doors unlocked. We're coming in. Stick to the lights. Ich möchte ja gar nicht wissen, was mit dem passiert ist, der die Lichter aufgestellt hat, weil da waren vorher keine Lichter. Master Switch. Ich hoffe, dass der nicht wieder abbricht. Garage. So gut. Der hält wenigstens. Das ist ein Lift, der leider nicht mehr funktioniert. Das wäre zu schön gewesen. Den hätten wir... Ah, schau an. Der Strom ist da. Ja. Der Stromschlag ist jetzt meine letzte Angst, die ich habe. Wir müssen wieder da raus. Ich muss wieder da raus. Da raus.